Willkommen zurück auf meinem Kanal. Dennis hier, aka Fragrance Dog. Ja, der einzig wahre, unerreichte Fragrance Dog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter noch. Und gleich vorweg, für alle Neuen, die das erste Mal hier eingeschaltet haben, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke. Das würde mich natürlich sehr freuen, weil hier verpasst ihr, wenn ihr hier auf diesem Kanal seid, oder wenn ihr, besser gesagt, nicht auf diesem Kanal seid, verpasst ihr auf jeden Fall einige geile Düfte, die ihr auf jeden Fall kennen müsst. Zum Beispiel den Duft heute. Und zwar den neuen Reborn Cool Water von Davidoff. So, und ihr habt ja im Titel gelesen, der alte Cool Water ist zurück. Ich hoffe, dass dieses Video genug Leute sehen, weil ja, ich habe eine andere Meinung wie jetzt YouTuber oder ganz normale Leute. Reborn Cool Water. Ja, und ich gehe so weit, dass ich sage, das alte Cool Water ist back. Nicht nur in der Schrift. So, hier haben wir das alte. Das ist die Vintage-Version von Lancaster. So, also das ist auch ein Vorteil. Viele meinen ja, und ich weiß, dass sie die Version nicht kennen, viele meinen ja, das ist nicht die alte Version. Wie kann man das behaupten, wenn man die alte Version nicht kennt? So, also ich weiß, dass sie die alte Version nicht kennen. So, ich habe auch schon auch privat gehört, nee, das ist nicht die Version. Ne, ich meine das jetzt allgemein. Ich will jetzt keinen persönlich angreifen oder irgendwie sagen, aber ich halte immer da was von, Leute, egal wer jetzt, ne, ob jetzt hier auf YouTube oder privat oder wer auch immer das sagt doch nicht irgendwas, wenn es nicht unbedingt so ist. Ich finde das fürchterlich, ich hasse sowas. Deswegen sage ich ja immer, seid doch real. Okay, sagt, ich kenne den Duft nicht, das sage ich auch zu meinem Kumpel, du kennst doch den alten überhaupt nicht. Wie kannst du denn sagen, dass der nicht die alte Version ist oder so wie die alte Version riecht? So, wir müssen aber komplett richtig anfangen oder auseinandernehmen das. Der hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Dass diese Version anders riecht, also Anführungsstrichen anders frischer, ist doch klar. Das ist über 20 Jahre alt. So, dass der nicht mehr so frisch riecht, ein Parfüm verändert sich, ist doch klar. Aber hier geht es um Reborn, heißt Wiedergeburt. Es ist ja darauf angelegt, auch wieder mit der alten Schrift, dass es in die Richtung des Alten gehen soll. So, kennt ihr das Original? Habe ich jetzt auch hier, habe ich das vergessen hier hinzustellen. Das Original Eau de Toilette riecht einfach nur noch synthetisch frisch. Habe ich auch. Ich habe wirklich alle Flanker von Cool Water. So, das hier riecht ungefähr, für die Leute, die das nicht wissen, dieser Duft, der alte, riecht ungefähr wie Green Irish Tweed. Nur noch würziger und irgendwie moosiger noch. So, der Green Irish Tweed von Creed ist noch ein bisschen frischer, obwohl er auch sehr, sehr grün ist und würzig und ja, eben nicht synthetisch frisch, Sport, Wasser, ne, Aqua, nein, sondern würzig frisch. So, genauso wie die alte Version hier. So, animalisch, ich sage ja immer wirklich, das Ältere durch dieses Moosige wirklich so ein bisschen ganz im Hintergrund, minimal, auch eher ganz minimal. Also 2%, 1% vielleicht auch nur das, was ich wahrnehme, animalisch müssen sind. So, aber sonst ist es einfach eine frische, leichte Frische, Würzigkeit und grün, moosig. Punkt, echtes Eichenmoos, ne? So, und dieser Duft jetzt hat eine Frische, die logischerweise anders riecht als dieser Duft an Anfang. Das ist klar. Aber hat man den auf der Haut? Ich habe den nun getragen und ausführlich getestet. Mit ihm hat er einen Touch, das moderne, es ist das moderne Cool Water Vintage. So, dass das nicht komplett gleich riecht. Logischerweise, Leute, jetzt hört doch mal zu, kann Cool Water nicht diese Version rausbringen. Warum, kann ich euch auch sagen? Wer trägt das denn? Nur denn die eingesessenen Alten, wenn sie den denn überhaupt testen. Sonst wird den kein Jugendlicher oder so tragen. Sondern würden sie auch meckern und sagen, wenn der so riechen würde, würden sie sagen, was ist das hier? Was ist das? Weil sie den nicht kennen. So, und das ist der Punkt.
Leute, sagt nicht irgendwo, oder auch nicht sagen, der riecht nur aquatisch frisch. Ganz ehrlich, das ist Bullshit. Aquatisch frisch riecht das Original. Das ist aquatisch, wenn man überhaupt aquatisch, also aquatisch synthetisch frisch. Hier ist Würzigkeit drin, Grün, Vetiver. So, hier ist wirklich nicht viel drin, Vetiver und noch zwei Bestandteile. Das war's. Er ist aquatisch, würzig, leicht grün, frisch. So, angelehnt an das moderne, an die moderne Vintage-Version. So, und deswegen hat er Ähnlichkeiten zu diesem Duft. Aber wie gesagt, den kennen hier und von Lancaster schon mal, den hat Cody, glaube ich, auch noch gemacht. Das ist noch wirklich die allererste von Lancaster. Die kennen schon so wahrscheinlich ganz wenige. So, und daher den Vergleich zu ziehen und sagen, auch Eingesessene, die diesen Duft kennen, zu sagen, der ist Mist. Vergleicht das nicht. Der hat wie viele Jahre auf dem Puckel? Ich glaube 89 kam der raus. Den könnt ihr ja ausrechnen. Und es ist einfach die moderne Vintage-Version. Und das finde ich gut. Und das wollten sie so erreichen. Und ich muss sagen, das ist der beste Flanker der letzten Jahre, finde ich. Nehmen wir jetzt mal das Intense weg. Das ist wirklich gut geworden. Das hat aber wenig mit Cool Water zu tun. Ich finde den Wave, das war der letzte davor, wirklich noch gute. Ich finde die alle soweit gut. Das Parfüm jetzt, dann das Grapefruit Sage oder wie das da heißt alles. Und jetzt der Reborn. Aber der Reborn ist für mich, das sage ich ganz klar, mit der beste Flanker neben den Original. Und ich mache das synthetische Original auch. Ist gut. Aber ja, also der ist wirklich gelungen. Ja, natürlich ist da eine Art Duschgel, vielleicht Vibe drin, um den jetzt mal nicht ganz so hoch zu halten. Ja, aber Cool Water darf das, so sage ich mal so. Cool Water darf das, weil Cool Water steht dafür. Ne? Seit 89, auch wenn hier nochmal nicht wirklich Duschgel-Feeling rüberkommt, das ist noch ein bisschen anders. Trotzdem sprang der Mann immer ins kalte Wasser und so fort. Und ja, also im Endeffekt, ich bin wirklich begeistert. Und ich kann euch nur sagen, testet Reborn und testet den mal nicht nur Boom, Aufspringen, Kopfnote, oh, nicht gut. Mann, länger testen und vielleicht auch mal zum zweiten Mal testen. Und ich sage euch, ihr werdet begeistert sein. Und dann testet das mal mit diesen ganzen anderen Krempel, wollte ich jetzt gerade sagen. Wie gesagt, ich finde die Flanker soweit alle gut. Vielleicht werde ich auch mal ein Video machen, wo ich alle vorstelle, wenn ihr das sehen wollt. Aber dann müsst ihr es euch angucken auch. Ne? Und ich kann nur hoffen, dass einige dieses Video sehen, weil dieser Duft Reborn wirklich gelungen ist. Wirklich gelungen. Haltbarkeit müssen wir nochmal dazu sagen. Zum Alten kann man das jetzt nicht mehr wirklich vergleichen. Auch jetzt nicht, weil wie gesagt, der hält jetzt auch nicht mehr so lange wie früher. Logischerweise, der ist sehr alt. Und er ist jetzt nicht kurz vorm Absturz, Kippen, aber beim Nachsprühen, man hat diesen alten Touch eben drin. Das ist eben so, wenn man ältere Düfte hat. Er ist aber auch noch gut. Ich glaube, den hatte ich auch. Der hält inzwischen 6, 7 Stunden. Und er ist auch so an diese, 6 Stunden. Aber nochmal, ihr habt ja diesen Touch, der einfach bisschen grüner ist, moosiger, natürlich nicht mehr echtes Eichenmoos oder überhaupt Moos ist da nicht drin, ne? Aber man nimmt es so wahr und das macht es interessant. So, ich möchte jetzt auch nicht weiter aufhalten hier. Im Endeffekt, ich kann nur sagen, Reborn von Cool Water ist gelungen. Es ist die aktuelle, moderne Vintage-Version vom Original Vintage, nicht vom Original. Ne? Cool Water. So Leute, testet ihn und vielleicht findet ihr ihn ja dann doch gut. Also Leute, reinhauen.